Ein Fingertipp, gekauft. Bezahlt wird später. Shoppen im Internet ist unschlagbar simpel und furchtbar schnell. E-Mail-Adresse eingeben, Geburtsdatum und das war's. Dementsprechend ist die Verlockung halt auch groß, Ratenkäufe zu tätigen. Gerade jetzt, wo wir kurz vorm Black Friday stehen, zu sagen, aber mein Gehalt kommt erst in 2 Wochen, wird ein bisschen eng, aber dann kann ich zumindest und hab das schon mal zu einem günstigeren Preis. Buy now, pay later, so nennt sich das Prinzip. Jetzt kaufen, später bezahlen, irgendwann, wenn man es denn kann. Dann kommen sie irgendwann in so einen Strudel rein, wo dann eben nichts mehr geht. Dann stehe ich schnell mit dem Rücken an der Wand. Jetzt kurz vor dem Black Friday und mit Blick auf Weihnachten in 4 Wochen wird wieder kräftig geshoppt. In den wenigen Jahren immer mehr online. Lag der Bruttoumsatz mit Waren im E-Commerce noch 2015 bei 46,9 Milliarden Euro, waren es 2020 83,3 Milliarden. Ein Plus von rund 77% in nur 5 Jahren. Gezahlt wird dabei immer häufiger per Klarna, PayPal, RatePay, Unser oder Afterpay, sogenannte Buy Now, Pay Later Anbieter. Andreas Hacketal ist Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er erklärt uns das Prinzip. Es ist ein Kredit, ganz klassisch. Ich zahle jetzt nicht, sondern erst später. Und damit habe ich genau diesen Zeitverzug drin. Und das Besondere und das Neue daran ist, in einer E-Commerce-Welt wird daraus ein ganz einfaches Erlebnis. Ich muss nämlich jetzt nicht eine Kreditkarte angeben, eine Kontonummer, irgendwas anderes, sondern ich mache das später. Und im Zweifelsfall gebe ich die Sache sogar zurück, dann habe ich gar nichts bezahlt. Und das war super easy. Die Anbieter im Internet feiern Riesenerfolge. Und das wird auch so weitergehen. Experten gehen davon aus, dass in diesem Jahr rund 340 Millionen Menschen weltweit Buy Now, Pay Later Bezahlsysteme nutzen werden und schon 2026 sollen es 1,5 Milliarden sein. Während in diesem Jahr wohl 226 Milliarden Dollar umgesetzt werden, sollen die Umsätze bis 2026 deutlich steigen, auf 995 Milliarden Dollar. Einen Teil zum Erfolg hat auch sie beigetragen. Nicole B. aus Bad Vilbel shoppte viel und oft über die Bezahldienste auf Pump. Es gibt kein Limit oder sie stoßen erst später an ein Limit. Sie können kaufen, es geht durch. Wenn es nicht durchgeht in einem Online-Shop, dann haben Sie mit Sicherheit eine andere Möglichkeit. Sie können ja wählen zwischen mittlerweile, glaube ich, 25 verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Und irgendeine wird schon funktionieren. Und dann bezahlen Sie es auf Raten, haben eine kleine Rate jeden Monat. Doch irgendwann konnte sie nicht mehr zahlen. Durch die Pandemie landete sie in Kurzarbeit, verlor ihren Nebenjob in der Gastronomie. Die Raten liefen trotzdem weiter. Alleine bei einem der bekanntesten Finanzdienstleister Klarna häuften sich so Schulden im 4-stelligen Bereich an. Ich habe nicht die Küche gekauft, sondern wirklich Kleinigkeiten. Und sie bauen sich wie so ein Kartenhaus auf. Also so eine Rechnung nach der anderen, sie bauen wie ein Kartenhaus und irgendwann, wenn jetzt zum Beispiel Kurzarbeit kommt oder sie verlieren den Job, es muss ja nicht mal Corona sein, eine Karte wird rausgezogen und alles bricht zusammen. Sie suchte den Weg zum Schuldnerberater. Inzwischen ist ihr Fall abgeschlossen. Rund jeder 5., der im Büro von Matthias Klusmann in Frankfurt Hilfe sucht, hat inzwischen auch Schulden bei einem der Buy Now, Pay Later Anbieter. Vor 2, 3 Jahren hatten wir eigentlich diese Thematik so gut wie gar nicht. Das ist in der letzten Zeit verstärkt aufgekommen. Und wenn ich klamm bin, dann bezahle ich natürlich gerne per Ratenkauf, ohne darauf zu achten, dass da zum Teil 12-13% an Zinsen berechnet werden. Ja, und in einer Welt, in der Zinsen abgeschafft sind, läppert sich das halt fix zusammen. Es sind also häufig die kleinen Anschaffungen, die später zum großen Problem werden können. Bei Zahlungsunfähigkeit kommen dann möglicherweise noch Inkassokosten hinzu. Wir haben jetzt gerade eine ganz frische Änderung, dass die Inkassogebühren den Kaufpreis, also die Forderungssumme, nicht mehr übersteigen darf. Wir hatten aber in der Vergangenheit Fälle, wo die Forderung 20, 30 Euro war und dann kamen über 70 Euro an Inkassokosten obendrauf. Und dann explodieren Minibeträge von wenigen Euro auf einmal auf eine 3-stellige Summe. Die Gefahren kennen auch viele der Menschen, die wir fragen.
Natürlich ist das ein sehr großer Reiz, aber ich denke mal, wenn man einfach seine Finanzen im Blick haben möchte, ist das, glaube ich, sinnvoller, halt alles direkt zu bezahlen. Dann hat man keinen Überblick mehr mit den Rechnungen und so, also wie bei mir. Ich habe dann irgendwie noch so einen Stapel Briefe. Oh, habe ich alle versteckt, habe ich gar keinen Bock mehr reinzuschauen. Nee, ich finde das gar keine gute Idee. Ehrlich. Weil man das, auf einmal tappt man in so einen Teufelskreis und dann wird es auf einmal ein kleiner Berg, wird immer größer und auf einmal fehlt das Geld. Verbraucherschützer warnen deshalb vor dem Kauf auf Rechnung. Die Verlockungen sind groß, doch das Risiko der Verschuldung ebenso, erklärt Birgit Vorberg von der Verbraucherzentrale NRW. Wenn die Zahlung aber erst dann 3 Monate später ist, möchte man schon was Neues haben. Dann ist die Neulust vergangen und die Jahreszeit hat sich geändert. Man braucht neue Klamotten und möchte dann wieder was anderes kaufen und muss dann noch die alten Rechnungen bezahlen. Das kann dazu führen, dass man immer wieder auf diesen Mini-Kredit in Anspruch nimmt und vollkommen den Überblick verliert. Für den schwedischen Finanzdienstleister Klarna ist Deutschland der wichtigste Markt. Deshalb rühren sie hier auch gerade kräftig die Werbetrommel für die Neuauflage der App, die so funktioniert, dass man in jedem Shop mit ihr bezahlen kann, auch wenn er kein offizieller Klarna-Partner ist. Es ist ein Geschäftsmodell und ganz offensichtlich, ich denke auch aufgrund dieser ja horrenden Zinsen, man könnte ja schon fast von strafbarem Wucherzins sprechen, aber es ist offensichtlich ein sehr erfolgreiches, lukratives und daher auch ein expansives Geschäftsmodell. Wir konfrontieren den Anbieter mit dem Vorwurf, Menschen in die Schuldenfalle zu locken. Klarna schreibt uns: Wir führen bei jedem Kauf, den unsere KundInnen tätigen, eine umfassende Prüfung der Kreditwürdigkeit durch, sodass wir nur Kredite an diejenigen vergeben, die sich die Rückzahlung leisten können. Trotzdem verschulden sich viele Nutzer der Online-Bezahldienstleister. Erste Studien zeigen, dass jeder dritte Buy Now Pay Later-Nutzer in den USA sein Zahlungsziel bereits mindestens einmal verfehlt hat. In England passiert dies jedem 10. Für Deutschland liegen noch keine Zahlen vor. Aber die britische Regierung plant bereits ein Gesetz, um Konsumenten vor hoher Verschuldung zu schützen. Die BaFin hat ein Verbraucherschutzmandat und berichtet darüber auch. Und natürlich ist nicht jeder jeden Tag auf der BaFin-Website, aber sie hat schon die Möglichkeit, auch im Konzert mit Verbraucherschützern sehr stark darauf aufmerksam zu machen, bis hin zu vielleicht Warnhinweisen zukünftig sagen: Achtung, passen Sie auf, die Gefahr besteht, dass Sie jetzt einfach zu viel kaufen. Bislang hat die BaFin nur im Juli einige Tipps auf ihrer Seite zusammengefasst. Aber wirklich aktiv geworden ist sie noch nicht, heißt es auf Macs Anfrage. Nicole B. wünscht sich zumindest mehr Aufklärung. Sie hat inzwischen dazugelernt. Heute bin ich schlauer. Wenn ich heute was kaufe, kann ich es nur kaufen, wenn ich das Geld habe und bezahle es auch gleich. Buy Now, Pay Later. So nennt sich ganz harmlos ein Kredit im Zeitalter des Online-Shoppings. Am Ende ist und bleibt es aber ein Kauf auf Pump.